Heute geht es um eine Heilenergie, Heil- und Lebensenergie, die für mich persönlich ein Riesenwunder darstellt. Darüber möchte ich dir heute etwas berichten und erzählen. Bleib mal ganz kurz dran. Ja, habe die Ehre und herzlich willkommen wieder bei Namahem. Und jetzt war eine lange Serie mit Verjüngung, Thema Verjüngung, eine lange Playlist. Und die schließen wir jetzt hiermit ab. Ich habe dir fast alles, was ich drüber weiß, gesagt. Fast alles deswegen, weil es natürlich auch Dinge gibt, die ich nicht weiß. So ehrlich wollen wir ja mal sein. Aber was Verjüngung betrifft, habe ich mich auch mit der geistigen Welt, ihr wisst ja oder du weißt vielleicht, dass ich seit über 20 Jahren als Medium wirke und channele, viel unterhalten, vieles ausprobiert und versucht es in Videos rüberzubringen, wie es am besten für dich umsetzbar ist. Und ich sage es nochmal ganz kurz, es wäre wirklich, wenn du dich für Verjüngung, wirkliche Zellerneuerung interessierst und das auch, wann fängt man damit an? Also am besten sofort. Es gibt keinen Grund, länger zu warten, denn je länger das man wartet, umso mehr altert man. Und es ist schon nicht so einfach. Es ist klar, es ist ein riesen kollektiver Glaube, aber es ist möglich. Kurz gesagt, schau dir die ganze Playlist von Anfang bis Ende an, mit den Einweihungen und Aktivierungen, die dabei sind. Und dann wird das Ganze für dich ein Bild ergeben. Und jetzt eine Voraussetzung haben wir gesagt, Grundvoraussetzung dafür habe ich erklärt, ist die Umstrukturierung der Zellen, der DNA, die Neuprogrammierung auf Leben, auf Ursprünglichkeit, das Erwachen im spirituell-energetischen, im Lichtfeld, in deinem Lichtfeld, in deinem Lichtkörper und somit auch in deinen Zellen. Zum Beispiel über die 36 Schritte des Erwachens. Da kann ich dir einen Link unten drunter setzen. Wenn dich das interessiert, dann haben wir viel mental gemacht und auch Meditationen. Ich habe einiges erklärt. Und jetzt sind wir angekommen bei einer Energie, über die ich dir berichten möchte, über die Elise-Energie, die alles miteinander in Verbindung bringt. Und dazu erzähle ich dir eine kurze Geschichte. Als ich 2005 ungefähr, habe ich von Engel Nathaniel eine Einweihung bekommen. Ich wusste damals überhaupt nicht, was es ist. Es war irgendwie die Rede von kristallinem Licht und Lebensenergie. Dann habe ich ganz, ganz viele Behandlungen einfach gegeben. Irgendwann kam die Information, die Energie, mit der du arbeitest, nennt sich Elise-Energie. Und Nathaniel hat mich dabei auch geschult und die beiden Fingerspitzen aktiviert, mit denen sollte ich bestimmte Punkte berühren, auch am Körper. Das geht übrigens auch über die Ferne, wobei das neue Meridiansystem angeregt wird, also initiiert wird, sich umzustellen. Und das braucht's auch für den Körper, um die neuen Energien, die magnetischen Energien, die Energien der Veränderung und des Erwachens wirklich einzulassen oder weiterleiten zu können bis in die Zellen rein. Und ich habe da viele Behandlungen gegeben und immer mehr ist mir bewusst geworden, welch ein Wunder diese Elise-Energie ist. Also Elise, Mila, Elise steht für die Elise-Energie und Mila steht für die magnetischen Impulse, die gleichzeitig dabei übertragen werden, eben für das Meridiansystem. Also die Elise-Energie wird als grundlegende Lebensenergie bezeichnet. Das wird ich schaue da selten links und rechts, habe ich ja schon mal gesagt. Ich gebe das weiter, was ich von der geistigen Welt weiß. Aber eines weiß ich einfach von Teilnehmern. Mittlerweile wurden Tausende von Elise-Heilern ausgebildet und viele Hunderte von Elise-Trainern, die dann diese Einweihungen auch weitergeben können in diesen Elise-Mila-Heilkanal. Ja, ich habe da einfach festgestellt, welchen unglaublich aufbauenden Effekt die Elise-Energie hat. Und eben nochmal,
weil mir Teilnehmer gesagt haben, das ist das, was in der traditionellen chinesischen Medizin unter Umständen dieses vorgeburtliche Qi benannt wird, wo es in der Tradition heißt, dass das nicht wieder aufgefüllt werden kann. Eben über Tausende von Jahren war bekannt, dass es die Lebensenergie gibt, die man auffüllen kann, eben durch Lebensfreude mit dem inneren Kind, schöne Dinge tun, einfach was einem gut tut, in die Natur gehen und so weiter. Aber dieses vorgeburtliche Qi, so heißt es auch in der chinesischen Medizin, ist, wenn es erschöpft ist, ist auch die Lebenszeit, geht dann zu Ende. Und somit ist die Elise-Energie schon mal was Grundlegendes und wirklich ein Wunder der neuen Zeit, dass es jetzt möglich ist, sie wieder zuzuführen und wieder aufzunehmen. Also, dass es nicht nur ein Reservoir ist, das man in die Inkarnation mitbringt und dann sich kontinuierlich verbraucht, zum Beispiel bei Schockerlebnissen, bei Traumata, bei schweren Krankheiten und so weiter, hat es immer an der Elise-Energie gezerrt und natürlich somit an der Lebensenergie. Und es war immer schwierig, wieder durch menschliche Freuden, sage ich mal, genügend Lebensenergie aufzufüllen, damit man braucht natürlich auch für die Verjüngung, hatten wir schon drüber gesprochen, Lebensfreude, ein Ja zum Leben, die Bejahung. Und seit 2007 eben arbeite ich schon mit der Elise-Energie in Verbindung mit den Mila-Impulsen. Und also das Feedback ist auch unglaublich von den vielen Anwendern und von denen, die es empfangen haben. Also nicht umsonst hat es sich so weit mittlerweile verbreitet. Und diese Elise-Energie hat aber so viele Attribute mehr. Also sie wirkt nicht unmittelbar verjüngend, aber dadurch, dass sie eine Verbindungsenergie ist, verbindet sie deinen Seelenaspekt mit dem körperlichen Aspekt, weil oftmals bei der Geburt oder in vielen Inkarnationen bei der Geburt dieses Vertrauensverhältnis, sage ich mal, oder die Verbindung zwischen der Seele und dem Körper so einen leichten Knacks gekriegt hat. Das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Es gibt auch ein ganzes Büchlein drüber, über Elise, Funke des Erwachens heißt das, wo ich das genau beschrieben habe. Und alleine durch diese Verbindung, Versöhnung dieser beiden Aspekte, Körper und Seele, kann Heilung viel tiefgehender vonstatten gehen. Also es muss sich ja immer auf allen Ebenen vollziehen. Und letztendlich wollen wir ja auch die Heilung und somit auch die Erneuerung und die Verjüngung auch auf der körperlichen Ebene. Die Elise-Energie erdet unglaublich gut auf allen Ebenen. Erdung bedeutet auch immer Ausgleich der Energien. Und dort, wo die Energien ausgeglichen sind, fließen sie harmonisch. Und auch das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Jetzt gibt es in dieser Elise Mila Arbeit, würde ich jetzt mal sagen, wenn die Trainer damit wirken, die können da noch zusätzlich mit einer Energie aus dem Heiligen Gral des Lebens, Elises nennt sich der übrigens, wirken, der ganz konkret für Zellerneuerung auch steht, also diese Energie in sich trägt. Und da hatten wir beim anderen Video mal drüber gesprochen, es heißt, glaube ich, rufe deine Tempeltänzer, Tänzerinnen von den Hallen von Amenti in Atlantis, wo viele Avatare sich komplett erneuern konnten und über Tausende von Jahren im Körper geblieben sind. Also auch da war die Elise-Energie ein wichtiger Faktor, dass die wieder aufgefüllt wurde. Es ist klar, wenn wir jetzt ja in dieser Serie der Verjüngung, über die ich jetzt so viele Videos gemacht habe, nochmal bleiben, dann ist es eigentlich mehr als würdig, mit der Elise-Energie diesen goldenen Abschluss zu machen und zu sagen, Grundlage Erwachen in den Zellen, auch viel mentale Arbeit, klar, alte Muster loslassen,
Aber letztendlich ist auch das Auffüllen dieses Vorrates der Elise-Energie, dieser ursprünglichen Lebensenergie, ein sehr großer und entscheidender Faktor, also der unglaublich hilfreich ist. Jetzt ist es nicht so, dass nur die Einweihung haben, Zugang zur Elise-Energie haben. So ist es nicht. Aber es ist wie immer im spirituell-energetischen, man kann, ja, ich sag's mal wieder in einer Metapher natürlich, man kann einen Berg hochsteigen und viele Wege nehmen, oder man kann ihn zum Beispiel auch schön mit einer Gondel erreichen, in wesentlich kürzeren Zeit. Man hat trotzdem einen herrlichen Ausblick und ein schönes Panorama. Es geht schneller und ist weniger ermüdend. Und wir leben ja schon auch in einer Zeit, die schon auch viel von uns fordert, also manches Mal auch ermüdend ist. Und vielleicht auch hast du dir gedacht, wenn du dir diese Serie der Verjüngungsvideos angeschaut hast, ja, Mai, würde man auf gut Bayerisch sagen, was soll ich denn noch alles machen oder was gibt's denn? Und hast dir vielleicht gedacht, also all das zu machen ist zu viel. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Es ist viel, aber was ist denn die Alternative? Die Alternative zu diesem Erwachen, zum sich erneuern, ist ja nicht erwacht sein, vielleicht in Ängsten leben, in Unverständnis der universellen Gesetzmäßigkeiten, ein wesentlich engeres Weltbild zu haben, das auch oft geprägt ist von Druck und im Alterungsprozess einfach ausgeliefert zu sein. Ja, das wäre die Alternative. Da möchte ich dich gerne fragen, ob es nicht wert wäre, sich wirklich auf den Weg zu machen und alles zu geben, weil das ist nicht nur alles eine Geschichte. All das funktioniert jetzt in der neuen Zeit. Aber nochmal kurz, oder wie auch immer, kurz oder lang, zurück zur Elise-Energie. Über kurz oder lang führt es keinen Menschen vorbei an der Elise-Energie. Jeder Mensch, jedes Lebewesen braucht diese Energie, damit sich die Seele erstmal überhaupt in der Dualität und somit im Körper halten kann. Ich sage es nochmal, nicht nur über die Einweihung ist es möglich, sondern es ist natürlich auch durch eine Bejahung des Lebens, durch viel spirituelle Arbeit und hohe Absicht auszusenden, diesen Weg der neuen Energie zu gehen, auch so möglich, aber es gibt eine Abkürzung und das wäre zum Beispiel eine Einweihung in deinen Elise-Mila-Kanal. Da gibt es zwei Möglichkeiten, zwei wunderbare. Ich habe viele hunderte von Trainern ausgebildet, die persönlich, die alle mein vollstes Vertrauen genießen und da gibt es auch eine Trainerliste mit Suchfunktion. Die habe ich dir unterm Video mal verlinkt, kannst du gerne schauen. Und es gibt die zweite Option, wie du zu dieser Öffnung dieses Elise-Mila-Kanals kommen kannst, wo du dann über deine Hände oder über die Ferne auch Menschen, Tiere lieben Elise-Energie. Also das merkst du sofort, wenn du die Hände drauflegst, wie die Tiere drauf reagieren. Alle Lebewesen letztendlich. Also der zweite Weg wäre jetzt zum Beispiel über das Elise-Mila Heiler-Set. Da ist eine CD drin oder alternativ könnt ihr auch MP3-Download haben, ein ausführliches Skriptheftchen und die Einweihung, ein Channeling mit Engel Nathaniel, der dir dann diesen Kanal öffnet. Von mir in dem Fall gechannelt, wie gesagt, ich channele seit über 20 Jahren und möchte einfach auch über die YouTube-Videos so viel wie möglich weitergeben. Und das tue ich natürlich auch. Aber nicht alles, natürlich kann eine Einweihung nicht verschenkt werden. Und Einweihung, ich habe es auch schon mal erwähnt, ist ein sehr hoher energetischer Vorgang und Akt. Und es braucht dafür einfach eine bestimmte Absicht. Und die Absicht,
wenn sie die ist und du sagst, ich möchte es machen, ich gehe zu einem Trainer oder ich besorge mir dieses Set, dann ist diese Absicht schon mal ausreichend. Es ist das Ticket für die Gondel zum Gipfel, wo du dann von oben runter schaust und vielleicht die vielen Aspekte der Verjüngung, die ich in den letzten Videos erklärt habe, mit einer höheren Perspektive, aus einer anderen Sicht, aus mehreren Blickwinkeln noch besser erfassen kannst. Denn wenn die Elise-Energie in dir erblüht und sich deine Seele und dein Körper wieder auflädt mit dieser Energie, jeder Heilungsprozess wird dadurch unterstützt. Jede Heilarbeit kann damit kombiniert werden. Oder ganz einfach so für sich stehend, dann, wenn dich das interessiert. Ich habe dir jetzt mal einige Links hier unter das Video unten reingestellt. Wenn es dich anspricht, wenn es dich berührt, Elise Mila mit Engel Nathaniel, Ja zum Leben und Ja zur Verjüngung. Und dann würde es mich freuen und dich würde es bestimmt auch sehr glücklich machen und aufbauen. Ich weiß es einfach von so vielen Feedbacks über 2 Jahrzehnte fast. Ja, dann schließe ich jetzt hier offiziell diese Serie und diese Playlist über Verjüngung und Erneuerung ab. Und es geht dann beim nächsten Mal mit anderen Themen weiter. Wir werden sehen. Es war mir eine Ehre. Danke. Ich freue mich sehr, dass du reinschaust, dass du Daumen nach oben gibst und den Kanal abonnierst und somit auch das, ich mich wertgeschätzt fühle, dass ich mich da hinstelle vor die Kamera, obwohl mir macht es einfach auch so Freude. Aber dennoch freue ich mich natürlich über jeden Like und über jedes Abo. Dann würde ich sagen, gut Ding oder gute Verjüngung, schöne, angenehme Verjüngung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Namahin Ananascha.